Stell dir vor, du stehst an der Kasse. Es ist still. Und dann auf einmal hörst du eine Stimme. Ganz schön voll heute. Willkommen beim deutschen Smalltalk. Ja, es gibt auch Smalltalk in Deutschland. Wer hätte das gedacht? Willkommen zurück zu einer neuen Episode Learn German with Falk. Ich bin natürlich Falk. Falls du mich noch nicht kennst, dann kennst du mich jetzt. Schön, dich kennenzulernen. Smalltalk in Deutschland? Gibt's das überhaupt? Ja, gibt es tatsächlich. Smalltalk. Aber Smalltalk in Deutschland ist anders. Anders als in anderen Ländern. Viele meiner Schüler, zum Beispiel aus den USA oder aus Australien, auch aus allen anderen Ländern, aber insbesondere diese Schüler sagen mir immer: „Falk, mit Deutschen kann man keinen Smalltalk haben. Deutsche wollen keinen Smalltalk haben." Insbesondere Länder wie die USA oder Australien, denn in diesen Ländern gibt es viele Situationen für Smalltalk, zum Beispiel im Supermarkt, aber auch auf der Straße, im Restaurant mit dem Kellner. Ich war auch schon in den USA und in Australien und ja, das stimmt, da kann man oft Smalltalk haben. In Deutschland sagen die Leute, das geht nicht. Doch, geht, aber es ist wie gesagt anders. Wie ist denn das jetzt mit dem Smalltalk in Deutschland? Das war gerade ein gutes Beispiel. Zusammen leiden. Leiden. Zusammen den gleichen Schmerz haben. In dem Beispiel ist das der Supermarkt. Du musst warten. Wir müssen warten. Wir wissen eh nicht, was wir machen sollen und dann, ja, dann kann man Smalltalk machen. Wenn nichts mehr geht, dann Smalltalk. Ganz so schlimm ist es nicht, aber die Leute haben weniger Bock auf Smalltalk. Insbesondere junge Menschen, würde ich sagen. Leute, die arbeiten, würde ich sagen. Oder vielleicht auch einfach Leute, die schüchtern sind. In Deutschland gibt es aber auch viele alte Leute, Senioren, Rentner oder auch Familien mit Kindern. Und ich glaube, da sind die Leute eher dazu bereit, einen Smalltalk zu haben. Sie freuen sich ein bisschen oder es ist für sie zumindest okay. Sie rennen nicht weg wie andere Deutsche. Im Supermarkt zum Beispiel, wenn man warten muss und dann sagt jemand: „Ganz schön voll heute." Er sagt das so laut, das bedeutet im Prinzip: „Hey Leute, wer findet das Warten hier auch blöd?" Und dann, wenn du Lust auf einen Smalltalk hast, dann sagst du natürlich so etwas wie: „Boah, ja, da hast du recht oder da haben sie recht. So voll heute, obwohl Samstag ist." Ne, nicht obwohl Samstag ist. Am Samstag gehen ja alle einkaufen in Deutschland. Am Sonntag ist ja geschlossen. Im Sonntag haben die Supermärkte ja alle geschlossen in Deutschland. Das vergesse ich manchmal. Ich lebe ja jetzt, in Japan und in Japan ist der Supermarkt am Sonntag nicht geschlossen. Ja, in Deutschland schon. Und dann kann es am Samstag ganz schön voll werden. Das sollte aber keine Überraschung sein. Trotzdem suchen dann diese Leute einen kleinen Smalltalk. Sie suchen jemanden, der sich auch beschweren will. Generell ist das ein guter Tipp. Wenn du dich über etwas beschweren willst,
dann findest du eigentlich immer einen Smalltalk-Partner, wenn dieser Smalltalk-Partner sich auch beschweren will, aber nur dann. Ich trinke mal einen Schluck Tee. Ah, also Smalltalk in Deutschland im Supermarkt zum Beispiel an der Kasse. Hatte ich auch schon. Ist ja voll heute. Viele Leute sind hier zum Beispiel. Oder das Wetter natürlich. Der Klassiker Nummer eins. Es ist so kalt draußen. Ja, es regnet schon wieder den ganzen Tag. Das sind klassische Themen für einen Smalltalk. Mit dem Kassierer oder der Kassiererin, mit denen gibt es selten Smalltalk. Der Kassierer oder die Kassiererin in Deutschland, die wollen normalerweise nicht sprechen. Die wollen die wollen nur scannen. Alle alles alles, was die Kassierer in Deutschland wollen, ist scannen. Also scannen, dieses Piep, Piep, Piep. Und manchmal, wenn du dann sagst: „Ah, hallo, schönen guten Tag", dann sagt die Kassiererin: „Hallo, Piep, Piep, mit Karte oder bar?" Nein, es gibt auch freundliche Kassierer und Kassiererinnen, natürlich. Aber ich muss ehrlich sagen, viele der Kassierer sind ein bisschen gelangweilt von der Arbeit. Sie finden sie monoton vielleicht. Vielleicht sind sie auch müde und dann möchten sie nicht so gerne einen Smalltalk mit den Kunden haben. Nein, danke. Aber es gibt auch Kassierer und Kassiererinnen, mit denen kann man zumindest ein kurzes Wort wechseln. Zum Beispiel, ja, das Wetter ist immer gut. Oder man sagt: „Oh, ja, heute habe ich ja viel eingekauft." Oder: „Ach, heute habe ich die Tomaten vergessen." Und dann kann ein Gespräch beginnen. Oder du sagst: „Ah, die Zitronen sind ja verschimmelt, die ich aufs Laufband gelegt habe. Kann ich mir mal bitte neue Zitronen holen?" Das ist auch ein gutes Gesprächsthema für einen Smalltalk. Ich hoffe, dir ist das noch nie passiert. Mir ist das schon mal passiert. Ich hatte auf diesem Förderband, also vor der Kasse, dieses Band, da hatte ich schon Zitronen draufgelegt. Und dann habe ich gemerkt: die Zitrone, die ist ja schon ein wenig verschimmelt. Das habe ich ja gar nicht gesehen." Und dann habe ich die Kassiererin gefragt: „Entschuldigung, Sie sehen, die Zitrone hier ist verschimmelt. Könnte ich die bitte schnell umtauschen?" Und dann hat sie gesagt: „Ja, natürlich, kein Problem." Und, ich habe sie schnell umgetauscht. Und dann hat sie gesagt: „Ja, komm, dann scannen wir jetzt weiter." Zum Glück waren hinter mir in der Schlange nicht so viele Personen, deshalb war das kein Problem. Ja, und dann haben wir, sie hat, glaube ich, sogar noch einen kleinen Witz erzählt. Wir haben beide gelacht und das war eine schöne Situation, aber das passiert selten. Das passiert leider selten mit Kassierern und Kassiererinnen in Deutschland. Die sind normalerweise nicht so gesprächig. In Australien zum Beispiel, weiß ich noch, da haben die Kassierer mich immer gefragt: „Hey, wie geht's dir?" Besonders die, die mich schon kannten, wenn ich, ja, einmal pro Woche in den Supermarkt natürlich gegangen bin, dann kennt man sich vom Sehen, man kennt die andere Person und dann hat er auch mal gesagt: „Ah, du kaufst ja wieder Bananen" oder „Wow, du magst ja die Cornflakes" oder etwas. Und dann hat man ganz kurz gesprochen, wie gesagt, Smalltalk. Und das war immer schön. Ich habe diese kleinen Interaktionen sehr genossen.
muss ich sagen. Ich wusste auch, okay, in 2 Minuten ist es wieder vorbei. Vielleicht habe ich es deswegen genossen, aber es war wirklich schön. Also Smalltalk mit Kassierern, Kassiererinnen, das ist in anderen Ländern, glaube ich, ganz normal, in Deutschland aber nicht. Probier's trotzdem mal aus. Aber schau dir vorher das Gesicht der Kassiererin an und wie die Kassiererin oder der Kassierer auf den Kunden vor dir reagiert. Weil wenn die Kassiererin so aussieht und der Kassierer piep, piep, äh, dann, ja, ist es vielleicht keine gute Idee, einen lustigen Witz zu erzählen. Vielleicht ist es dann besser, einfach die Sachen schnell einzupacken und nach Hause zu gehen. Aber ja, wenn die Kassiererin oder der Kassierer freundlich sind und lächeln und vielleicht auch schon mit der Person vor dir einen Smalltalk hatte, dann ist das deine Chance. Dann kannst du ja sagen: „Ah, schöner Tag heute, oder?“ Genau, du musst nicht immer sagen: das Wetter ist schlecht.“ Du kannst auch mal sagen: „Ah, ein schöner Tag heute.“ Oder: „Oh, Sie haben eine tolle Energie.“ Kann man mal sagen. Dann kann eine kleine Konversation entstehen. Muss nicht immer negativ sein. Das Wetter ist auch nicht immer schlecht, oder? Wie ist denn das in deinem Land eigentlich? Sprichst du mit den Kassierern? In Japan hier, nein, gibt es kein Smalltalk mit den Kassierern. Mm-mm. Die Kassierer lächeln zwar freundlich, aber ich glaube, das gehört zu der Dienstleistung dazu. In Japan ist ja die Dienstleistung, der Service immer sehr, sehr gut und ein nettes Lächeln, und Höflichkeit, das ist das Wichtigste. Und 'n ja, Smalltalk ist kein Ding. Mm, habe ich noch nie gesehen, Smalltalk im Supermarkt. Ja, wie ist das auf der Straße? Auf der Straße in Deutschland, ja, in welcher Situation? Vielleicht, wenn 2 Deutsche an der Ampel stehen und, ein Ausländer bei Rot über die Straße geht. Es kommt kein Auto. Natürlich warten die Deutschen trotzdem an der roten Ampel und dann geht, vielleicht auch ein Deutscher oder eine Person geht über die rote Ampel, weil sie sagt: hier ist kein Auto. Es ist egal, ob es rot ist. Ich gehe über die Straße.“ Und dann sind vielleicht 2 Deutsche, die dann sagen: „Ah, guck mal, der geht über Rot. Das ist kein gutes Benehmen. Ja, genau, stimmt. Früher war das besser. Heute sind die Leute alle so gemein und sie folgen den Regeln nicht mehr“ und etwas Ähnliches. Aber das ist auch kein toller Smalltalk, oder? Das ist nur kritisieren und über andere negativ sprechen. Das ist kein guter Smalltalk. Aber zum Beispiel in einem, wir haben gerade Supermarkt gesagt, in einem Laden, in einem, Entschuldigung, hier war gerade ein Fussel an meinem Mikrofon, den musste ich wegmachen. So, jetzt ist es wieder schön akkurat. Ähm, ja, in anderen Läden, zum Beispiel in einem Bekleidungsgeschäft, wenn du einen Pullover oder eine Jacke kaufen möchtest, dann gehst du in ein Bekleidungsgeschäft und normalerweise gibt es dort ja eine Verkäuferin oder einen Verkäufer und sie kommen zu dir und fragen dich: „Kann ich Ihnen helfen oder brauchen Sie Hilfe?“ Das fragt die Verkäuferin oder der Verkäufer. Und dann kannst du natürlich auch sagen: „Ja, ich suche einen
braunen Pullover, so 'n ähnlichen wie Falk von Learn German with Falk hat, der gefällt mir sehr gut. Und daraus kann eine kleine Konversation entstehen. Natürlich, es geht für die Verkäuferin oder den Verkäufer darum, zu verkaufen. Es ist ein Verkaufsgespräch, aber man kann auch ein bisschen persönlich erzählen und normalerweise entsteht dann ein kleiner Smalltalk. Zum Beispiel: „Ah ja, ich habe eine rote Jacke im Internet gesehen. Haben Sie eine rote Winterjacke?“ Und dann: „Ja, da rot ist eine schicke Farbe. Rot steht Ihnen gut“, und so weiter. Übrigens, wenn ihr in Deutschland lebt und ihr wollt mehr sprechen, ihr habt niemanden, ihr wollt aber ein bisschen Smalltalk üben, dann macht das auf jeden Fall. Geht mal in einen Laden, so 'n Bekleidungsgeschäft, nicht die großen Ketten, da sind die Leute immer beschäftigt, eher so in einen kleinen Laden, da kriegt man immer eine persönliche Beratung und, ja, die Leute sind ein bisschen freundlicher, es ist alles ein bisschen persönlicher und da entsteht eigentlich immer ein Smalltalk. Die Leute sind natürlich auch freundlich zu dir, kritisieren dich nicht, weil sie dir was verkaufen wollen. Sie wollen dir ja etwas verkaufen. Da sagen sie nicht: ne, rote Jacke, das sieht voll doof bei Ihnen aus. Gehen Sie aus meinem Laden.“ Ne, das sagt keiner. Also, Smalltalk in einem Laden besser als im Supermarkt. Oder beim Arzt. Beim Arzt kann man auch Smalltalk haben. Man muss ein bisschen offen natürlich dafür sein. Man muss das auch von der Körpersprache signalisieren. Das sage ich euch ehrlich. Man muss einmal beobachten, signalisiert die andere Person das? Und wenn ich sprechen will, wenn ich Smalltalk haben will, muss ich das auch ein bisschen signalisieren. Wenn ich natürlich Kopfhörer aufsetze und dann so in mein Smartphone schaue, dann signalisiere ich nicht, dass ich einen Smalltalk haben möchte und dann wird wahrscheinlich mich niemand ansprechen. Aber wenn du vielleicht lächelst und, ja, die andere Person anschaust oder in der es passiert vielleicht etwas und dann hat man eine Chance, darüber zu reden, etwas zu sagen, dann nutzt diese Chance, ne, beim Arzt. Obwohl beim Arzt es kommt auf den Arzt an, wenn alle krank sind und husten, ja, dann ist vielleicht Smalltalk nicht die beste Alternative, nicht die beste Sache. Dann vielleicht lieber ruhig sitzen und, schnell zum Arzt rein und schnell wieder nach Hause. Aber ich weiß noch, früher, als ich ein Kind war und zum Beispiel ich habe mich ja ständig verletzt. Ich hatte einen gebrochenen Arm, einen gebrochenen Finger, eine Verletzung am Knie. Ich hatte immer etwas. Ich war immer sehr, sehr aktiv, fast hyperaktiv. Und dann hatte ich mal wieder eine Verletzung. Ich glaube, das war mein Arm, den hatte ich mir gebrochen, beim Fußball natürlich. Natürlich, Falk beim Fußball. Also, ich habe mir den Arm gebrochen und meine Mutter und wir sind zum Arzt gefahren. Also, erst ins Krankenhaus und der Arm wurde operiert, aber später hatte ich dann diesen Gips, also ein Gips, dass ich diesen Arm nicht bewegen kann, dass er steif ist, der Arm, fixiert, ein Gipsarm. Und dann muss man immer mal zu dem Arzt gehen, der schaut, ob er den Gips wechseln muss
oder ob alles okay ist. Und dann sind wir zu so einem Arzt gegangen. Dann waren wir natürlich im Wartezimmer und haben gewartet. Deshalb ja Wartezimmer. In Deutschland musst du beim Arzt immer warten, musst immer ein bisschen Zeit mitbringen. Und meine Mutter hat, dann mit anderen in solchen Situationen immer einen Smalltalk gehabt. Mir war das dann immer peinlich: „Ah, meine Mutter spricht da schon wieder mit anderen." Aber heute denke ich: „Wow, das war echt cool." Also, so mit anderen Leuten einfach ins Gespräch kommen, das ist, ja, ich will nicht sagen, na doch, es ist ein Talent, oder? Mir fällt das nicht so leicht. Na klar, ich bin jetzt in Japan, in einem anderen Land, da ist es natürlich noch schwieriger, aber auch in Deutschland glaube ich, ja, zum Beispiel meine Mutter, die kann sehr einfach einen Smalltalk mit anderen Leuten haben, aber ich, weiß ich nicht. Wissen, ich kann das auch, aber manchmal ist es ein bisschen schwer. Ich wünschte mir manchmal, dass ich das noch besser signalisieren könnte. Manchmal will ich aber auch keinen Smalltalk haben und dann mache ich hier die Strategie mit den Kopfhörern oder mit dem Buch oder ich gucke so. Dann spricht mich niemand an. Wenn ihr keinen Smalltalk haben wollt, dann ist das mein Geheimtipp für euch. Mein geheimer Tipp. So gucken. Dann spricht euch keiner an. Und viele gucken so. Wenn ihr mal beim Arzt wart, ja gut, okay, beim Arzt natürlich sind die Leute nicht glücklich. Sie sind ja krank oder verletzt. Aber viele Leute wollen keinen Smalltalk haben. Und ich glaube, auch heute ist es noch schwieriger als früher. Warum? Erstens hat jeder so ein Ding hier, so ein Smartphone, und viele nutzen das sofort, wenn sie warten müssen. Also, wenn mal eine Gelegenheit für einen Smalltalk entstehen könnte, zum Beispiel im Wartezimmer oder auch früher noch im Bus oder in der Bahn, dann benutzen sie ihr Handy und scrollen bei TikTok und dann schauen sie vielleicht „Learn German with Falk", ja, das ist natürlich gut, das ist, die beste Option. Aber wenn nicht, dann wäre es vielleicht manchmal besser, das Handy wegzulegen und einen Smalltalk zu haben. Das ist aber schwer, weil eben viele Leute ihr Smartphone benutzen oder Kopfhörer aufhaben und Musik hören und dann, ja, dann kann man die Leute ja nicht ansprechen. Die hören das dann nicht oder sie signalisieren, dass sie keinen Bock haben. Beides. Vielleicht auch beides. Weder Bock noch sind sie sich bewusst, dass sie das signalisieren. Aber wenn man es dann mal geschafft hat und einen Smalltalk hat, dann bedeutet das ja, wie gesagt, nicht, dass der dann interessant ist. Das kennst du auch, oder? Kennst du das, wenn so ein Smalltalk richtig langweilig ist? Boah, voll langweilig. Langweilige Smalltalks hatte ich auch schon sehr, sehr viele. Besonders wenn es dann immer das gleiche Thema ist. „Ah, das Wetter ist heute so schlecht." Darüber darüber möchte ich mich nicht so oft unterhalten. Manchmal ja, ein kurzer Kommentar, okay, aber nicht immer das Gleiche. Und es gibt viele Senioren, viele Rentner in Deutschland, die dann spazieren gehen
Und wenn du sie kennst und sie dich kennen, vielleicht auch nur vom Sehen kennen, dann kann es sein, dass du mit ihnen einen kurzen Smalltalk hast. Sie sprechen dich an und fragen etwas vielleicht: „Wie geht's Ihnen?“ oder „Was machen Sie heute?“ oder vielleicht geht ihr zum gleichen Bäcker und: „Ah, welches Brot haben Sie gekauft?“ Fragen sie dich dann und dann kannst du nett antworten und einen schönen Smalltalk haben oder du kannst natürlich auch wegrennen. Jetzt sagst du: „Falk, warum soll ich denn wegrennen? Das ist doch ein netter älterer Herr oder eine nette ältere Dame. Da brauche ich doch nicht wegrennen.“ Du hast vielleicht noch nicht das erlebt, was ich erlebt habe. Denn es gibt ältere Leute in Deutschland, die so 'n Radar haben. Die gehen spazieren und dann finden sie jemanden, der offen für einen Smalltalk ist. Aber sobald die Person dann antwortet und es eine Konversation gibt, dann transformiert sich dieser Smalltalk ganz schnell zu einem Longtalk, zu einem Long-Monolog. Leute, ich sage euch, ich ich habe manchmal Leute getroffen, das waren dann so Senioren, und die haben mir dann wirklich ihre Lebensgeschichte erzählt. Ich kam vom Bäcker, ich hatte schönes, warmes, frisches Brot. Dann gab es einen älteren Herrn in meiner Nachbarschaft, den habe ich oft gesehen. Und der hat mir dann da alles erzählt, seine ganze Grundschulzeit, seine Zeit in der Oberschule, alles. Und ja, ich es war auch mein Fehler natürlich. Ich hätte ja auch sagen können: „Ja, ja, super, ich muss jetzt auch los.“ Ich war dann zu höflich und habe die ganze Zeit zugehört und „Ah, ja, gemacht. Großer Fehler. Aber dann habe ich ihm auch signalisiert, dass ich keinen Bock mehr habe, keine Zeit mehr habe, habe zum Beispiel immer auf die Uhr geguckt und das magische Wort gesagt. „Na ja“, „na ja“, wenn Leute „na ja“ sagen in Deutschland, dann ist das ein Signal. Ein Signal, dass die Person nicht mehr sprechen möchte. Aber leider versteht nicht jeder, auch nicht jeder Deutsche, dieses Signal. Leider nicht, leider nicht. Also, ich habe schon dreimal „na ja“ gesagt. „Na ja, na ja“, aber der ältere Herr hörte nicht auf zu reden und dann zum Glück, zu meinem Glück, kam ein anderer Nachbar und die kannten sich auch, der ältere Herr und der andere Nachbar. Und dann haben sie ein bisschen geredet. Der ältere Herr hat zu dem anderen Nachbarn gewechselt und ich habe sofort meine Chance gesehen und habe gesagt: „Okay, alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.“ Und bin dann schnell weg, schnell weggerannt, so schnell ich konnte. Ja, der arme andere Nachbar, der musste dann auch noch die ganze Geschichte hören. Also, es gibt so Leute, die erzählen dir dann wirklich alles. Und es ist okay, wenn also, ich mache das auch gerne für insbesondere für ältere Leute. Ich weiß ja immer nicht, die haben vielleicht niemanden, vielleicht haben sie keinen Partner mehr, keine Kinder, keine Enkelkinder. Und dann wollen sie natürlich anderen Leuten auch etwas erzählen, sie wollen reden. Und deshalb lasse ich immer solche Leute auch ein bisschen reden, aber alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat 2. Also, es darf auch nicht zu lange sein.
Das wird dann sonst zu langweilig. Ich tue ihm gerne einen Gefallen und höre ihm ein bisschen zu, aber im besten Fall ist das auch ein Dialog und kein Monolog. Also nicht nur bla 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 bla, sondern er fragt mich auch etwas, ich frage ihn etwas. Wir haben eine kleine Konversation, das ist okay. Aber ja, nicht alle verstehen das. Hast du auch so einen Nachbarn, der dir immer seine ganze Lebensgeschichte erzählen will? Wenn ja, sag mal, was deine Strategie ist. Schreibe mal deine Strategie in die Kommentare, wie man diese Art von Smalltalk vermeiden kann oder wie man entkommen kann. Ja, okay, wegrennen, ja, ich weiß, Option eins. Aber vielleicht hast du noch eine bessere Option. Ja, da darf man nicht schüchtern sein, besonders nicht, wenn das Brot noch schön warm ist. Das muss man dann vielleicht dem Nachbarn sagen. Entschuldigen Sie, aber mein Brot ist jetzt warm und nicht morgen. Also, ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Ja. Der Deutsche will sein Brot ja pünktlich essen. Pünktlich, das ist das richtige Stichwort. Deutsche sind immer pünktlich, oder nicht? Die einzelnen Personen, ja. Wenn ich mich mit einem deutschen Freund treffe, zum Beispiel um 16 Uhr, dann ist er auch um 16 Uhr da. Spätestens eigentlich um 15:59 Uhr. Denn 16 Uhr ist eigentlich schon zu spät für Deutsche. Ja, 5 Minuten mehr oder weniger, das ist ja egal. Aber Deutsche sind normalerweise pünktlich. Anders als die Deutsche Bahn. Die ist ja nicht so pünktlich, wie du vielleicht weißt. Bist du schon mal mit der Deutschen Bahn gefahren? Wenn ja, kam sie pünktlich, die Deutsche Bahn? Nein, oder? Also nicht alle Deutschen sind pünktlich. Die deutschen Züge nicht, zum Beispiel. Aber die Personen, die Menschen in Deutschland, die sind pünktlich. Pünktlichkeit hat in Deutschland etwas mit Respekt zu tun. Wenn du zu spät kommst, dann respektierst du die andere Person nicht. Du respektierst ihre Zeit nicht. Deshalb musst du immer pünktlich sein. Diese Pünktlichkeit, die ist so wichtig, weil Deutsche auch sehr gerne planen. Deutsche planen gerne. Deutsche sind Planer. Bist du auch ein Planer? Ich gebe zu, ich plane auch gerne, aber in meiner Familie und in meinem Freundeskreis gibt es Personen, die noch mehr planen als ich. Dagegen bin ich überhaupt kein Planer. Verplant bin ich. Ich habe gar keinen Plan im Vergleich zu diesen Leuten, die Superplaner. Ja, da ist dann wirklich der Tag sehr, sehr strukturiert. Mein Tag ist auch strukturiert, aber es gibt auch immer Flexibilität. Aber viele Deutsche lieben es zu planen. Nicht nur den Tag. Sie planen nicht nur gerne den Tag, sondern auch zum Beispiel den Urlaub. Deutsche lieben es, den Urlaub zu planen. Im Detail. Also nicht nur, ich fliege im Sommer nach Spanien, nach Mallorca natürlich, wie alle Deutschen. Nein, sondern da wird richtig der ganze Plan für die ganze Woche zum Beispiel erstellt. Eine Woche Spanien, Tag 1, 9 Uhr Frühstück, 10 Uhr Schwimmen im Pool, 11 Uhr auf die Toilette.
Nicht ganz so. Das ist übertrieben, aber sehr, sehr detailliert. Dann wird dieser Plan abgearbeitet. Also, das ist dann wirklich, ja, wir müssen am Montagvormittag, ja, ein bisschen Sightseeing machen. Dann wird Montag Sightseeing gemacht. Und Dienstag wird ins Restaurant gegangen und viele Deutsche schauen schon vorher im Internet, in welches Restaurant sie gehen wollen. Also vorher, nicht am selben Tag, sondern vor dem Urlaub und reservieren schon, rufen da an und sagen: „Entschuldigen Sie, ich weiß, es ist erst Januar, aber könnte ich bitte einen Tisch in Ihrem Restaurant für den 3. August buchen?“ Ja, bisschen übertrieben. Aber wirklich, also spontan ins Restaurant gehen in Deutschland, boah, das ist schwer. Das ist schwer. In gute Restaurants. Wenn das Restaurant leer ist, wenn die Leute da nicht gerne essen, ja, dann kriegst du immer einen Tisch. Aber geh mal zu einem guten Italiener in Deutschland, zu einem guten italienischen Restaurant ohne Reservierung. Unmöglich. Fast unmöglich. Du musst Glück haben. Normalerweise sagen sie dir: „Entschuldigung, alles ist reserviert.“ Sie sagen dir, sie müssen reservieren. Oder sie lachen und sagen: „Sie kommen nicht aus Deutschland, oder?“ Ja, auch die Italiener wissen das, dass die Deutschen gerne planen. Ich weiß ja, dass, ja, in anderen Ländern das gar nicht so ist mit dem Planen. Da geht man spontan essen. Da reserviert man nicht vorher. Vielleicht ruft man 10 Minuten vorher an und fragt: „Hey, ich komme gleich mit meiner Familie. Das ist okay, oder?“ Aber da wird nicht reserviert, außer vielleicht für spezielle Anlässe. Wenn es einen speziellen Anlass gibt, reservieren Leute einen Tisch. Ein Geburtstag, für Weihnachten natürlich. Ich glaube, das ist in allen Ländern so. Aber in Deutschland ist jeder Restaurantbesuch wie Weihnachten, wie das Weihnachtsessen. Du musst reservieren. Wenn du in ein gutes Restaurant gehen willst, meine Empfehlung ist, reserviere. Und reserviere besser ein bisschen vorher, mindestens eine Woche vorher. Das ist, ein bisschen schade, denke ich jetzt. Früher war das für mich auch normal, aber jetzt denke ich: „Ja, ich will doch jetzt nicht schon planen, was ich nächste Woche mache.“ Vielleicht, habe ich gar keine Lust, essen zu gehen oder ich bin krank. Ja, dann kann man natürlich die Reservierung absagen. Na klar, Falk. Ja, du hast völlig recht. Aber also, da bin ich eher flexibel, was das betrifft. Was den Restaurantbesuch betrifft, bin ich flexibler. Und in Japan geht das eigentlich auch. Natürlich kann man und in manchen Restaurants muss man reservieren, muss man vorher planen, aber vielleicht nicht eine Woche. Und das ist ja nicht nur mit dem Restaurantbesuch in Deutschland, sondern auch, wenn du dich privat mit Deutschen triffst, ne? Dann zum Beispiel, du fragst deinen deutschen Kumpel: „Hey, wollen wir ein Bier trinken gehen? Hast du Zeit?“ Und dann kommt der deutsche Kumpel mit seinem Terminplaner und sagt dir: „Ja, so, wir schauen mal, in 2 Wochen am Samstag um 13 Uhr, da habe ich Zeit für ein Bier, aber nur bis, 13:26 Uhr. Dann, muss ich, zum Friseur.“
Also, Deutsche planen gerne. Das nervt mich auch. Also, da nervt's mich am meisten. Restaurant auch, da bin ich auch gerne flexibel, aber ich kann das so 'n bisschen verstehen mit der Reservierung und Planung für das Restaurant. Das Restaurant will ja auch planen, aber privat mit Freunden, äh, nein, das mag ich auch nicht. Und ich mag auch nicht diesen Moment, ja, wenn jemand da kommt und seinen Terminplaner rausholt. Wie beschäftigt bist du? Komm, du bist nicht, Bill Gates oder Warren Buffett oder ich weiß nicht, der Präsident der Vereinigten Staaten. Du hast nicht so einen vollen Terminkalender, oder? Du kannst mal ein Bier mit mir trinken oder du kannst mal einen Tee mit mir trinken. Hm. Und so fühlt man sich dann manchmal, wenn man sich mit Deutschen trifft. Man fühlt sich wie ein Termin. Du denkst dann, dass du 'n Termin bist. Dann kommen die, holen den Terminplan und: „Ah ja, da ist der Friseur, da ist der Friseurtermin. Übrigens, was denkt ihr, muss ich auch mal wieder zum Friseur? Ist auch schon wieder lang, oder, mein Haar?“ Also, und dann fühlt man sich so, ja, so unpersönlich. Ich finde das so unpersönlich dann so, wie so 'n Termin. Oder auch zum Telefonieren. Ich weiß, ich muss das jetzt immer ein bisschen machen, wenn ich mit Leuten in Deutschland telefonieren will, aber ja, ich präferiere es, wenn es ein bisschen flexibler ist. Man weiß ja nicht. Man weiß doch nicht, ob man nächste Woche Lust hat, ein Bier zu trinken, ob man Lust hat zu telefonieren. Also, da verstehe ich die Deutschen auch nicht. Ich höre das oft von meinen Schülern, die sagen: „Mann, Falk, man kann sich nicht mit Deutschen verabreden. Man muss immer 1 oder 2 Wochen im Voraus planen.“ Dann sage ich immer: „Nur 2 Wochen? Das ist aber kein hundertprozentiger Deutscher. Der ist nur 50% deutsch.“ Ja, also planen. Planen hat auch seine Grenzen. Also, gut, wenn es Dienstag ist oder Montag ist und man sagt: „Hey, hast du am Wochenende Zeit?“ Top, ja, denn am Wochenende da etwas planen. Aber für die nächste oder übernächste Woche, das weiß man doch nicht. Wie bist du? Bist du auch ein Planer? Liebst du auch planen? Hast du auch einen Kalender? Trägst du auch immer ein, wenn ich einen Podcast uploade? Dann, Falk Podcast um 13:34. Wahrscheinlich nicht. Aber planen hilft auch. Ein bisschen Struktur ist wichtig. Ich habe auch Struktur in meinem Tag. Morgens, wenn ich aufstehe, was mache ich als Allererstes? Natürlich auf die Toilette gehen, aber danach meditiere ich. Ich habe mir das jetzt wieder als neue Routine angewöhnt, morgens nach dem Aufstehen gleich meditieren. Und danach mache ich ein bisschen Hausarbeit, ein bisschen aufräumen, zum Beispiel das trockene Geschirr wieder in die Regale räumen, die sauberen Teller, die sauberen Tassen, das saubere Geschirr in die Regale räumen. Und da mache ich Sport. Da mache ich Sport. Dann gehe ich entweder joggen oder ich mache mein Krafttraining oder Fahrradfahren. Ich gehe raus und mache mein Sportprogramm oder ich gehe spazieren. Aber ich gehe auf jeden Fall raus und bin ein bisschen aktiv. Und danach
habe ich noch ein bisschen Zeit, mich zu duschen, Wasser zu trinken und, ja, ein bisschen zu entspannen, einen Tee trinken vielleicht. Und dann beginnt mein erster Unterricht. Dann habe ich meinen ersten Unterricht mit meinem ersten Schüler. Da bin ich bereit für den Tag. So, das ist auch Struktur, ne? Meditation, Aktivität, ein bisschen sauber machen, auch mich sauber machen und dann beginnt mein Arbeitstag. Dann beginnt mein Arbeitstag. Und auch mein Arbeitstag, braucht natürlich Struktur. Um 8 Uhr habe ich einen Unterricht mit Schüler X, dann mit Schüler Y, dann habe ich vielleicht eine kleine Pause. Da esse ich dann meine erste Mahlzeit, mein Frühstück. Ja, früh ist das nicht mehr, aber es ist meine erste Mahlzeit und dann geht's weiter, dann wieder Unterricht. Dann habe ich ein bisschen Pause. Da lerne ich dann zum Beispiel Japanisch oder Klavier. Wie ihr wisst, ich lerne ja Klavier spielen. Dann mache ich etwas, zum Beispiel nehme ich jetzt diesen Podcast auf, dann habe ich wieder Unterricht und so weiter. Natürlich braucht jeder Tag Struktur. Es braucht auch Tage ohne Struktur, zum Beispiel Sonntag oder im Urlaub. Das ist meine Meinung. Im Urlaub sollte man nicht so viel Struktur haben. Ein bisschen, ja, natürlich. Man muss wissen, in welchem Hotel man schläft. Man will ja nicht auf der Straße schlafen. Aber dieses, jetzt haben wir den Reiseplan und jetzt müssen wir es exakt so machen wie im Reiseplan. Ne, das ist nicht für mich. Wie ist das für dich? Brauchst du Struktur oder denkst du: Falk, dein Plan ist mir auch schon zu deutsch?“ Ich weiß nicht. Also, mit Arbeit hat man ja sowieso Struktur. Zum Beispiel stehst du morgens auf und fährst zur Arbeit. Dann hast du vielleicht 8 Stunden Arbeit. Das ist auch Struktur. Und dann am Abend hast du vielleicht deine Routine, Abendessen, Duschen, Podcast hören, Learn German with Falk natürlich. Und dann gehst du ins Bett vielleicht. Oder du liest noch ein Buch. Aber das ist auch Struktur, aber es ist nicht so ganz starr. Also nicht, es ist mir ein bisschen flexibel. Es steht nicht drin in deinem Plan: „Ich muss jetzt 10 Seiten lesen“, sondern es steht: „Abends lesen“ oder es steht: „Abends ein Bad nehmen.“ Was heißt, es steht? Also, die wenigsten, glaube ich, schreiben auf, was sie am Tag machen. Ich schreibe das auch nicht auf. Ich habe das im Kopf, meinen Plan. Aber manche Leute haben ja so eine Liste. To-do-Liste, Zu-tun-Liste. Hast du auch eine Zu-tun-Liste? Habe ich früher gemacht, jetzt nicht mehr. Wenn man das Gefühl hat, dass man keine Zeit hat, wenn man denkt: „Ah, ich wollte doch noch lernen und ich wollte noch Sport machen und, ich habe das alles vergessen. Wo ist die Zeit?“ Dann ist das eine gute Idee. Dann nimmt man sich ein Blatt Papier und schreibt sich auf. Zum Beispiel am Abend vorher: „Morgen will ich Sport machen, Deutsch lernen und, Bungee Jumping“ zum Beispiel. Und am anderen Abend dann, am nächsten Tag oder auch im Laufe des Tages kannst du dann check, check, check kannst ein Häkchen hinter deine Aktivitäten machen und dann siehst du am Abend: „Ah, das habe ich alles geschafft. Also, ich habe etwas geschafft. Ich habe etwas gemacht.“ Das ist dann eine große Hilfe. Aber wenn du das sowieso kannst, dann ist die Liste vielleicht nicht so wichtig.
Hm. Tagebuch schreiben hilft ja auch natürlich. Schreibst du Tagebuch? Liebes Tagebuch. Das ist so ja, diese Kindermethode. „Hallo, liebes Tagebuch.“ Also, du schreibst so, als sprichst du mit dem Buch, mit dem Tagebuch. Ich schreibe Tagebuch, aber ich schreibe nicht: „Liebes Tagebuch, wie geht's dir heute?“ Nein, ich schreibe, wie ich mich gefühlt habe. Zum Beispiel: heute der Tag war sehr anstrengend.“ Oder: heute hatte ich viel Energie.“ Und dann schreibe ich vielleicht auch, was ich gemacht habe. Ich habe heute 20 Schüler unterrichtet.“ Ne, 20, das ist ein bisschen viel, aber ich habe heute eine Podcast-Episode aufgenommen oder ich habe ein Transkript oder ein Video bearbeitet, was ich gemacht habe, wie ich mich gefühlt habe, was ich gegessen habe, was vielleicht sehr lecker war. Schöne Momente, meine Highlights. Ich fokussiere mich in meinem Tagebuch hauptsächlich auf die positiven Aspekte. Ich fokussiere mich auf meine Highlights. Zum Beispiel, wenn ich etwas Leckeres gekocht habe, dann schreibe ich das ins Tagebuch. Oder wenn ich besonders viel Spaß mit einem Schüler im Unterricht hatte, schreibe ich das ins Tagebuch. Und. Und so weiter. Ich fokussiere mich auf die positiven Aspekte. Kann ich dir empfehlen. Jeden Abend. Du musst kein Tagebuch schreiben. Schreib einfach auf ein Blatt Papier. Schreib 3 Sachen, die heute gut waren. Oder schreib auch gerne 3 Sachen, die du morgen besser machen willst. Und noch besser ist, wenn du das auf Deutsch schreibst. Dann hast du gleich diese Reflexion und du hast auch gleichzeitig ein bisschen Deutsch lernen. Beides. 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich schreibe mein Tagebuch, muss ich leider ehrlich sagen, nicht auf Japanisch oder Englisch oder Französisch oder Schwedisch. Ich schreibe es auf Deutsch, aber manchmal ein bisschen Japanisch. Manchmal. Eigentlich müsste ich das mehr machen. Zumindest nur die Highlights, ja. 3 Sätze. Heute habe ich eine Podcast-Episode aufgenommen. Das hat Spaß gemacht. Nur das auf Japanisch, das wäre schon gut. Mache ich jetzt. Und du auch. Komm, wir nehmen uns das jetzt vor. So eine kleinen Sachen. Kleine Sachen können, wenn man sie regelmäßig macht, große Sachen werden. Es gibt ja auch in Japan so ein Sprichwort, das Staubkorn wird, wenn man es sammelt, wenn man es akkumuliert, zum Berg. Das ist auch mit eurem Deutsch so. Jede Sekunde, die du jetzt zum Beispiel hier investierst und in den Podcast, in das Hören des Podcasts, das bringt dich weiter. Jede Sekunde bringt dich weiter. Jeden kurzen Artikel, den du liest, denk nicht: Falk, das ist doch nur ein Babyartikel, das sind doch nur 2 Minuten, die ich lese.“ Ja, aber jeden Tag 2 Minuten, 365 Tage, 2 Minuten, was ist das? 730, wenn ich es richtig gerechnet habe. Dann sind das 730 Minuten Lesen. Das ist viel. Jeden Tag 2 Minuten. Und 3 Minuten, boah, ist ja noch mehr. Nochmal 365 Minuten mehr. Man unterschätzt das immer. Man unterschätzt das, man denkt, das ist doch nur 1 Minute oder das sind doch nur 2 Minuten. Nein, jede Minute zählt.
Jede Minute zählt, die du zum Beispiel in das Deutschlernen investierst. Auch mit deiner Gesundheit. Jede Minute, die du in Training investierst, zählt. Also, unterschätze das nicht. Nicht unterschätzen. Kleine Dinge. Manchmal sind es kleine Dinge, die am meisten helfen. Viele kleine Dinge. Ich musste auch das erst verstehen. Ich dachte auch immer: ich muss doch jetzt entweder eine Stunde lesen oder 30 Minuten lesen, sonst bringt das nichts. Es bringt doch nichts, 5 Minuten zu lesen in einer Fremdsprache. Doch, doch, ho, ho, hoch. Das bringt etwas. Aber du musst es jeden Tag machen, nicht nur einmal. Akkumulieren, den Akkumulationseffekt nutzen. Den nicht unterschätzen. Es gab ja mal so 'n Buch, das hieß nicht der Akkumulationseffekt, aber auf Englisch hieß das Compound-Effekt. Tolles Buch, das, erzählt das auch ein bisschen, wie kleine Sachen langfristig zu großen Sachen werden. Auch dieser Kanal ist ein gutes Beispiel. Als ich angefangen habe, da haben 3 Leute meine Videos geschaut und jetzt, wow, ihr Lieben, ihr schaut meine Videos und ich bin so glücklich, dass ich so viele Menschen erreichen kann. Aber früher, da haben nicht viele Leute meine Videos geschaut, als ich angefangen habe. Aber über eine lange Zeit kann sich etwas Großes entwickeln. Und dein Deutsch ist auch so etwas. Das ist in der gleichen Kategorie. Wenn du jetzt ganz am Anfang bist und denkst, aber ich bin doch noch bei Null, fang jetzt an. Fang jetzt an, warte nicht. Fang an mit jeden Tag 5 Minuten, mach schrittweise daraus 10 Minuten und wenn du kannst, steiger dich immer ein bisschen mehr. Aber selbst wenn du nur mal 5 Minuten pro Tag hast, weil du so beschäftigt bist und keine Zeit hast, 5 Minuten hat jeder. Und 5 Minuten Videos gibt's auf meinem Zweitkanal. 5 Minuten German Booster habe ich den genannt. 5 Minuten hat jeder. Kannst mir nicht erzählen, dass du keine 5 Minuten hast. Dann nimm das Telefon mit auf Toilette und schau da 5 Minuten. 5 Minuten kann jeder Deutsch lernen. Und nicht sagen, das ist nichts, das ist etwas. Und dann kannst du dich steigern. Immer, wenn du mehr Zeit hast, machst du mehr, aber deine 5 Minuten machst du auf jeden Fall. Und ja, natürlich, wenn du 10 Minuten, wenn du 20 Minuten, wenn du eine Stunde machst, natürlich ist der Effekt größer, aber etwas ist etwas. So, jetzt muss ich mir wieder neuen Tee holen. Meine Teetasse ist leer. Und wenn die Teetasse leer ist, dann bedeutet das auch, dass der Podcast zu Ende geht. Wir haben ja jetzt schon wieder eine Stunde gesprochen. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen motivieren und ich hoffe, du hast jetzt auch einen Tagesplan. Nein, den brauchst du vielleicht nicht. Aber wenn du ein bisschen mehr Struktur brauchst im Lernen, kannst du auch gerne mit mir lernen. Ich gebe dir gerne Struktur. Deutsche Struktur zum Deutschlernen. Wenn du das möchtest, schau auf meiner Calendly-Seite. Da kannst du mit mir zusammen Deutsch lernen. So, genug geredet. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir sprechen uns hoffentlich bald wieder. Also, wie machst du das? Lernst du momentan mehr als 5 Minuten? Weniger als 5 Minuten? Wie lange lernst du? Schreib das mal in die Kommentare. Es würde mich sehr interessieren. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss und bis bald.